Hallo, ich bin Timo von Paulimod und heute geht es um unsere Einsteigerfräsmaschine X2P. Die hat einen Bürstenmotor, 350 Watt, ist ideal für kleine Arbeiten, für einen Hobbyanwender oder für einen gelegentlichen Nutzer. Ich möchte sie euch gerne im Detail erklären, bleibt dran. Die Maschine ist für ein Hobby oder auch für einen Einsteiger gut geeignet. Mit der Maschine lassen sich Kunststoffe und Buntmetalle bearbeiten. Buntmetalle ganz klar, Messing beispielsweise oder Aluminium. Die Maschine ist 770 mm hoch, 550 mm tief und 480 mm breit. Man sollte an der Maschine natürlich auch darauf achten, wie an allen anderen Maschinen von uns auch, dass man nicht staubende Werkstoffe bearbeitet. Also Holz oder so ist natürlich nicht geeignet. Die Maschine hat einen 350 Watt Motor und einen Drehzahlbereich von 100 Umdrehungen bis 2500 Umdrehungen. Da die Maschine relativ leistungsschwach ist, haben wir hier ein zweistufiges Getriebe. Damit können wir das Drehmoment erhöhen, natürlich zu Lasten der Drehzahl. Die geht dann nur noch bis 1100 Umdrehungen. Die Maschine wiegt 68 Kilogramm, das heißt, zu zweit kann man die auf eine Werkbank heben. Und ein 230 Volt Stromanschluss, das heißt eine normale Steckdose, reicht vollkommen aus. So, was kann eigentlich die Maschine? Die Maschine, mit der können wir Fingerfräser bis 16 mm einspannen und Messerköpfe mit einem Durchmesser bis zu 30 mm. Die Maschine hier kann man hier anhand von dem Pinolengriff stufenlos nach unten, nach oben fahren. Man hat kein klassisches Handrad wie an der Z-Achse. Das macht sie natürlich auch zu einer Bohrmaschine oder für eine Bohrmaschine richtig ratsam, weil man hat nicht einen begrenzten Pinolenhub. Man kann auch mit längeren Bohren tiefere Bohrungen machen. Wenn man die Feineinstellung haben will, muss man innen dran hier das Pinolenrad in die Klauen einrasten lassen. Das ist jetzt ein bisschen tricky. Jetzt habe ich es geschafft. Und dann kann ich vorne über diesen Hebel die Feineinstellung aktivieren, dass ich beispielsweise beim Fräsen bis aufs Hundertstel fahren kann. Wenn ich den Pinolengriff wieder nach außen ziehe, kann ich wieder ganz normal fahren. Was jetzt auch noch ein kleines Highlight ist, wir haben hier einen Anschlag. Das heißt, wenn ihr was in Serie bohren wollt und einmal die optimale Bohrtiefe oder Frästiefe gefunden habt, könnt ihr hier das klemmen und dann immer wiederholgenau auf einen Anschlag fahren. Riesenvorteil meiner Meinung nach, wenn man wirklich kleine Serien machen will. Trotz der kompakten Baumaße hat die X2P eine Werkzeugaufnahme Morsig-Hegel 3 mit dem M12 Anzugsgewinde und hohe Verfahrwege, beispielsweise in der X-Achse 300 mm, in der Y-Achse 140 mm und in der Z-Achse 210 mm. Der Motor hat 350 Watt, wie ich schon vorher gesagt habe, und wie ich es auch schon gesagt habe, 2 Geschwindigkeiten. Das schauen wir uns einfach mal an. Ich gehe kurz um die Maschine rum und ihr seht hier den Hebel, mit der man die Drehzahl umstellen kann. L wie Low, H wie High. Falls es nicht einrastet, wieder der klassische Vorführeffekt. Sollte man natürlich an der ausgeschalteten Maschine am besten Notausdrucken unten an der Werkzeugaufnahme etwas drehen. Beziehungsweise, wenn Werkzeug eingespannt ist, oben an der Sechskantmutter. Das ist natürlich die edelste Lösung. So, dann erkläre ich mal die Maschine kurz von oben nach unten. Wir haben oben den Motor, 350 Watt Bürstenmotor. Wir haben hier den Fräskopf mit dem Getriebe. Wir haben hier die Z-Säule, unten einen Arbeitstisch, 400 mm breit, 145 mm tief. Und wie ich schon gesagt habe, hier Pinolengriff,
Feineinstellung, die aktiviert wird, indem man den Pinolengriff reinzieht, was wir schon gesehen haben. Wenn ich hier die Abdeckung abmache, sieht man hier den Sechskant von der Anzugsspindel. Im Gegensatz zur Bohrmaschine werden natürlich die Werkzeuge in die Pinole eingeschraubt. Da natürlich nicht zu fest anziehen, es muss nur gewährleistet sein, dass das Werkzeug sauber drin sitzt. Hier nebendran haben wir hier das Rad zur Drehzahleinstellung. Hier unten haben wir die Lampe, wo wir sehen, ob die jetzt am Netz dran ist. Hier unten Fuse, ganz klar die Sicherung. Wenn wir hier an die Seite schauen, haben wir hier den Notausschalter und hier das Lämpchen, das Gelbe, wenn eine Störung auftritt. Eine klassische Störung ist, wenn man es mit dem Fräsen übertreibt, die Maschine kurz stehen bleibt, dann bleibt der Motor sofort stehen, das gelbe Licht leuchtet und man muss sie dann wieder komplett ausmachen, um sie danach wieder zu starten. Beim Ausmachen einfach 2 Sekunden warten, weil wenn man es nur kurz ausmacht und dann gleich wieder anleuchtet, es immer noch. Das braucht einen kleinen Augenblick, bis die Maschine sich selbst resettet hat. Also nichts für Hektiker. Ganz klar, wie auch an allen von unseren Fräsmaschinen hat man natürlich auch hier an der Z-Säule ein Maßband, wo man dann ganz grob abschätzen kann, wo man ist. Es ersetzt natürlich kein Messsystem, ist aber trotzdem zur Orientierung sehr, sehr wertvoll. Hier auch noch darunter die Feder. Die Maschine hat hier unten eine Spiralfeder drinne und durch dies gewährleistet, dass nicht einfach der Fräskopf nach unten fährt. Hier hinten noch zu guter Letzt der Kasten, der Elektrikkasten. Auch für die Maschine haben wir ein reichhaltiges Zubehör in unserem Online-Shop und ein Produktfoto in dem rot hinterlegten Reiter Zubehör. Was braucht man klassischerweise für eine Fräsmaschine? Ich empfehle immer 5 Dinge. Ein Bohrfutter, eine Spannzangenaufnahme mit Spannzangen, Fräser, ein Schraubstock und auch ein Spannbratzenset. Hier habe ich jetzt zum Beispiel was vorbereitet. Hier unser allseits geschliffener Maschinenschraubstock. Der hat natürlich den Vorteil, man kann ihn individuell aufsetzen, so wie man will. Der ist auf 5 μ sogar, auf 5/1000 genau geschliffen. Das heißt, man kann einfach umsetzen, ohne dass man danach jetzt aufwendig ausjustieren muss oder nachkorrigieren muss. Riesenvorteil. Ich habe jetzt hier noch die Parallelunterlagen geholt, weil nachher, wenn ich das Werkstück bearbeite, möchte ich das natürlich höher haben. Aber das erkläre ich euch in der Funktion selber nochmal genauer. Dann hier die Spannzangenaufnahme ER32 mit Spannzange und hier schon mal mit einem Titannitrid beschichteten Fingerfräser. Dann noch hier ein Schonhammer. Den brauche ich auch nachher, wenn ich das Werkstück spanne, aber dazu später mehr. Und zu guter Letzt hier unser Spannbratzenset. Das ist ja auch natürlich ganz, ganz wichtig, wie ihr seht. Wie soll ich sonst meinen Schraubstock oder mein Werkstück auf dem Frästisch befestigen, um dann sauber bearbeiten zu können? Das ist absolute Pflicht, dass man sich sowas holt. Ich empfehle an der Stelle immer gleich der ganze Koffer, weil er halt einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ideal ist und damit hat man eigentlich alle Eventualitäten abgedeckt. So, man kann die Maschinen natürlich nach dem Mix-and-Match-Prinzip mit einem Messsystem ausstatten. Bei der kleinen Maschine würde ich jetzt zu den Magnetbändern raten, weil sie einfach eine geringere Aufbauhöhe haben. Ganz klar, dass man die ganzen Achsen quasi abfahren kann und es schön auf dem Display hat mit den ganzen Funktionen. Man kann natürlich die Maschine auch noch weiter aufwerten, beispielsweise durch eine Minimalmengenschmierung. Und falls ihr irgendwie einen Unterschrank haben wollt und einen braucht, sowas bieten wir natürlich auch an. Das ist alles unten im Zubehör verlinkt. Darum schaut euch einfach da mal durch, was wir so alles haben. Lasst euch inspirieren. Wir bieten die Möglichkeiten an. Auch bei unserer preiswerten Einsteigermaschine achten wir darauf, dass die Qualität sehr, sehr hoch ist. Das heißt, auch die Maschine wird im Werk überprüft, wird von einem von uns bezahlten Kontrolleur auf Geometrie vermessen und wenn sie hier zu uns ins Haus kommt, wird sie ausgepackt, wird gereinigt, wird laufen gelassen, nötigenfalls nachgestellt und ihr bekommt auf jeden Fall eine dreifach geprüfte Maschine zu euch. In unserem Prüfprotokoll, in unserem Test-Record seht ihr auch die Soll- und die Ist-Angaben von der Geometrie von der Maschine. Und in dem Moment, wo ihr es selber in die Hand nehmt, quasi aus der Box rausnehmt und auf den Tisch stellt, könnt ihr da im Prinzip gleich anfangen. Also ihr müsst da nichts nachstellen, ihr müsst da nichts nachputzen oder sonst was. Das haben wir alles für euch gemacht. Ihr könnt also im Prinzip gleich loslegen. Was ich natürlich an der Stelle auch immer gerne erwähne,
schaut bitte nochmal in die Bedienungsanleitung. Da ist alles noch ausführlicher erklärt, wie es ich schon erklärt habe. Und erst da merkt ihr, was ihr mit der Maschine machen könnt, für was sie gebaut ist. Und das bringt euch schneller dazu, gute Ergebnisse zu erzielen. Darum das Buch der Wunder und Unfassbarkeiten immer lesen. So, jetzt wird schmutzig. Jetzt rüsten wir die Maschine auf, dass wir ein Aluminiumwerkstück fräsen können. Ihr seht... Nein, dass der Timo nicht fangen kann. Oh! Scheiße. Juhu! Das Outtake haben wir auch schon drin, sehr schön. So, jetzt wird schmutzig. Jetzt tun wir die Maschine rüsten, um ein Aluminiumwerkstück bearbeiten zu können. So seht ihr mal, was man mit der Maschine machen kann. Und ihr hört ja auch mal, wie laut sie ist. Macht euch selber ein Bild. So, das war die Maschinenvorstellung von der X2P. Wir haben heute auch mal zerspannt, und zwar haben wir an dem Aluminiumwerkstück einfach mal 2 Flächen mit jeweils 2 Zügen plan gefräst. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte ein Like da. Schreibt bitte irgendwas in die Kommentare, wenn ihr einen Produktwunsch habt oder irgendwie einen Wunsch habt, was man vielleicht sonst noch machen sollte. Ihr seht ja, wir gehen drauf ein und uns macht sehr Spaß. Falls ihr uns nicht nur auf YouTube folgen wollt, ihr könnt natürlich auch auf Facebook oder Instagram in unseren Social Medias uns folgen. Da seht ihr dann immer wieder auch Kleinigkeiten, Shorts etc. rund ums Leben von Pauli Mod. In dem Sinne, habt eine gute Zeit, fräst gut, macht's gut. Tschüss.